für die Zeit, die du dir nimmst. Ja, sehr gerne. So, ich habe ein paar Fragen. Und zwar, dein Vater hat diesen Verein gegründet und du hattest natürlich die Möglichkeit, immer auch woanders zu spielen. Hat dich das nie so richtig gereizt? Nicht mal so ein bisschen für ein Jahr oder so? Habe ich ja sogar gemacht. Also wie gesagt, es ist natürlich ein Familienunternehmen und mein Herz hängt da schon dran. Ich habe ein halbes Jahr in Landil gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ist schon gefühlte Ewigkeit her. Und habe dann ein Jahr in Italien gespielt und bin dann da aus Italien wieder zurückgekommen und seitdem, ja, und dann wird man auch älter und ja, und es kamen auch nicht wirklich die Angebote, weil man irgendwie mich immer mit Trier verbunden hat. Und jetzt, genau, jetzt haben wir halt hier viel Arbeit und viel Arbeit auch außerhalb des Teams. Aber ja, es macht Spaß und ich glaube, ja, das hat sich jetzt erledigt im Weggehen. So, als Nationalspieler bist du schon an vielen Orten der Welt gereist. Welche Anekdoten wirst du deinem Sohn später erzählen? Ja, natürlich. Die 3 Paralympics ist natürlich immer ein Erlebnis. Jeder für sich einzigartig. Aber so außerhalb von den Paralympics, glaube ich, war der schönste Trip, den wir hatten, war Südafrika. Weil wir da auch mal Zeit hatten, 1-2 Tage für was zu sehen und wir haben eine Safari gemacht. Also sensationell und genau diese Momente hat man halt auch gerne als Spieler und dass man, sonst ist es normal so Halle, Hotel und wieder weg und genau deswegen versuche ich auch immer als Bundestrainer jetzt da so ein bisschen auch mit Zeit freizuschaufeln, dass wir als Team dann mal was machen und halt auch dann mal sehen, wo man da ist. Super. So, gibt es ausländische Spieler, mit denen du befreundet bist? Eigentlich alle, mit denen ich zusammengespielt habe, die natürlich noch mehr als alle anderen, aber ich glaube, so ist ja unsere Basketball-Community, die ist ja so klein und jeder kennt jeden und also ich wüsste jetzt nicht irgendjemanden, der sagt, der dumme Passivan und also ich bin eigentlich, glaube ich, mit jedem klargekommen. Natürlich auf dem Spielfeld fightet man um jeden Ball und es gibt auch mal Diskussionen, aber ich glaube danach bin ich auch ein Typ, mit dem man, glaube ich, ganz gut klarkommen kann. Gibt es junge Nachwuchsspieler im In- und Ausland, die dich derzeit faszinieren? Ja, wir haben schon sehr, sehr gute Talente. Wir hoffen, dass es jetzt nochmal einen Schub kriegt. Wir versuchen ja auch einiges umzustellen, dass wir auch nochmal an die Basis gehen, weil ich sehe halt schon dass wir da in den nächsten Jahren schon ein bisschen Probleme kriegen und dass wir halt wieder irgendwie mehr junge Basketballer akquirieren wollen, die dann auch Rollstuhlbasketball spielen. Wir haben heute gegen Köln gespielt. Da sind ein paar super Talente dabei, die den Weg gehen werden. Und auch bei den Damen, also wir haben da sehr, sehr gute junge Mädels. Wenn man auch sieht, wie wir dann um Platz 3 und 4 gespielt haben, unter den Umständen und mit vielen jungen Spielern, glaube ich, ist da sehr viel Potenzial da und das versuchen wir jetzt halt zu fördern und auch die jungen Spieler noch besser zu machen. Wen würdest du selber als deinen Erzrivalen beschreiben? Ich weiß gar nicht. Also man spielt ja immer als Team und das ist dann immer eine große Konstellation. Erzrivalen habe ich eigentlich gar keinen. Ich habe immer mal mir gewünscht, mit Pat zusammen zu spielen und irgendwie hat es nicht geklappt. Das Jahr, wo ich in Landil war, ist er im Folgejahr gekommen und ich bin wieder weggegangen. Ich glaube, Pat ist natürlich einzigartig, ein sensationeller Spieler und ich hätte einfach mal gerne eine Saison irgendwie mit ihm zusammen am Feld gestanden und das mal erlebt. Aber ja, also Erzrivale, glaube ich, habe ich keinen. Ja, vielleicht klappt ja irgendwann mal ein All-Star-Game oder so, dass ihr dann zusammen spielt. Ja, das haben wir sogar früher mal gehabt in der Bundesliga. Das ist halt schade, es war immer ein Event und ja, also Pat und ich, wir haben ja schon öfter gegeneinander gespielt und es ist immer wieder einzigartig und ja, auch außerhalb vom Spielfeld ein toller Mensch. So. Was braucht unser Sport, um einen großen Push zu bekommen? Ja, also es sind ja schon viele Schritte, die besser geworden sind. Es ist die Medienwirksamkeit, die ja schon besser geworden ist. Wir brauchen so Leute wie dich, die den Sport lieben, die ihn halt auch pushen. Und die Vereine versuchen viel, teilweise auch sind wir da an Limits gekommen, aber auch da müssen wir halt versuchen voranzudenken, besser zu werden. Es ist halt immer noch schade, wenn man jetzt auch, also Paralympics ist halt immer noch
leider nicht die Sendezeiten, wie es die Olympischen Spiele sind, wenn man es jetzt wieder sieht für die Winter Paralympics. Aber es wird schon besser. Ich glaube, die Anerkennung ist da. Wir müssen hart weiter arbeiten, wir müssen die Zuschauer in die Hallen bekommen und dann wird unser Sport auch weiterhin seine Entwicklung nehmen. Beende den Satz, Chefcoach der deutschen Damen-Nationalmannschaft zu sein. Ist einerseits ein Traum, weil ich das immer machen wollte, andererseits eine große Aufgabe, die wir angehen mit einem Umbruch, mit einer großen Aufgabe und viel Arbeit, aber es macht tierisch Spaß und genau das ist das, was ich immer machen wollte. So. Hast du sonst noch etwas zu sagen oder was du loswerden möchtest? Ja, nur nochmal Danke an dich. Es ist immer sensationell, wenn man auswärts spielt und man braucht gar nicht das Video mehr zu gucken, weil man einfach sich die Clips anguckt, die du zusammengeschnitten hast. Und wie ich eben gesagt habe, wir brauchen so Leute wie dich, die den Sport lieben, die viel auch investieren und auf sich nehmen, um solche Spiele hier zu gucken. Und ja, nochmal vielen Dank. Und wenn es mehr von dir gäbe, würde unser Sport auch einen großen Schritt nach vorne machen. Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Und also ich muss sagen, es ist wirklich mega, wenn man sich im Internet einfach Videos anschaut. Man begreift viel mehr, was dieser Verein auch zu bedeuten hat, was du für eine Figur für den deutschen Basketball, für den deutschen Rollstuhlbasketball insbesondere halt auch mitprägst. Also es ist echt faszinierend und es ist wirklich eine Ehre, dass ich quasi ein Interview wirklich mit dir führen kann und so ein Lob bekomme. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank dir. Der erste Sitz. Restspielzeit 6 Minuten 49 Sekunden. Fast Ivan, jetzt Albrecht, Thomas Pomme, Alexander Haluski i Enea Sandler, coach of the team Nikolaj Zeltinger, assistant Martin Kluk.